Willkommen bei J-Point Systems zu Folge 6.1 unserer Retro-Bastelei und damit zu einem Upgrade-Snack zu unserem Desktop gewordenen Notebook. Für diejenigen unter euch, die die Folge 6.0 nicht mitbekommen haben, gibt es eine kurze Zusammenfassung. Wir haben uns ein exotisches A-Open-Board geschnappt, einen Pentium M770 mit 2,13 GHz, eine ATI Radeon X800 sowie 2 GB DDR2 800 RAM raufgepackt und konnten anschließend die Power und Effizienz unserer Hybridlösung bestaunen. Nachdem es zuvor nicht um brachiale Leistung ging, sondern um einen Vergleich zum vorangegangenen Pentium 4C-System, blieb die Plattform weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und das werden wir heute ändern. Wir bleiben im Jahr 2005, springen vom Anfang in die Mitte des Jahres und dürften heute das mit Abstand größte Leistungsplus in unserer Upgrade-Reihe zaubern. Bereits unser Pentium M770 brachte damals sämtliche Desktop-CPUs ins Schwitzen, doch jetzt möchte ich erneut das Serienmaximum rausholen. Unser neues Herzstück hört auf den Namen Pentium M780, kam ein halbes Jahr später im Juli 2005 raus, taktet mit 2,66 GHz und ist der schnellste Ableger der Pentium M-Familie. Zwar machen diese 133 MHz das Kraut nicht fett, aber das ist ja nur das i-Tüpfelchen unseres Upgrades. Viel wichtiger ist die Grafikkarte. Nachdem die Radeon X800 lediglich als Vergleich diente und in Spielen schnell an ihre Grenzen stieß, gehört da jetzt selbstverständlich ein möglichst dickes Grafikbrett aus dieser Zeit herein. Wir lassen uns nicht lumpen, gehen keine Kompromisse ein und verwenden nun eine Nvidia GeForce 7800 GTX. Das ist die erste Grafikkarte mit G70-Chip, kam im Juni 2005 raus, verfügt über 256 MB Speicher und machte beim Erscheinen ausnahmslos alles platt, was es vorher gab. Die Karte hat nicht nur Power ohne Ende, sondern sie passt auch chronologisch perfekt zu unserem Hybridsystem. Wir durften damit das nahezu beste Gaming-Setup erreichen, welches man sich Mitte 2005 wünschen konnte. Auf dieses Upgrade freue ich mich am allermeisten und dann kann der Mobilprozessor zeigen, was er auf dem Kerbholz hat. Allerdings ist für die Grafikkarte eine weitere Komponente fällig. Denn mit unserem Be Quiet L7 mit 300 Watt könnte es relativ eng werden und darüber hinaus hat es keinen 6-Pin PCI Express Stecker. Da ich von Adaptern nichts halte und gerne etwas mehr Reserven hätte, fliegt das Netzteil kurzerhand raus und wird durch ein Be Quiet E6 mit 400 Watt ersetzt, welches man bereits von den Pentium 4 Systemen kennt. Es wird also nicht nur in Sachen Leistung das größte Upgrade, sondern auch das aufwendigste. Dann bastle ich mal alles um. Hello again! Wir schreiben den Sommer 2005, die Komponenten sind getauscht und nach kurzen Anlaufschwierigkeiten geht's jetzt weiter. Wir hatten ja bereits ein paar Upgrades hinter uns, doch heute zeigte sich das System von seiner wählerischen Seite. Denn bis auf eine blinkende Status-LED gab die Kiste kein Lebenszeichen von sich. Allerdings funktioniert das Netzteil mit anderen Platinen einwandfrei und auch am Netzteiltester sah alles gut aus. Offensichtlich vertragen sich unser A-Open-Board und das Be Quiet E6 einfach nicht. Ein klassischer Fall von Asympathie. Deshalb kommt hier jetzt ein Be Quiet SB9 mit 450 Watt zum Einsatz, welches ich hier noch rumliegen hatte. Dann hacke ich wieder mein Passwort ein. Wie beim letzten Mal auch, wird unser Pentium M mit reduzierter Spannung betrieben und das lassen sich Parallelen zum letzten Upgrade-Snack ziehen. Während wir beim 770er Modell dynamisch zwischen 0,7 und 1,1 Volt operierten, hat sich das beim Pentium M 780 um jeweils 50 mV nach oben verschoben. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Da ich in den Upgrade-Folgen bekanntlich sehr serviceorientiert bin, steigen wir ohne große Worte in die Benchmark-Ergebnisse ein. Los geht's mit dem 3D Mark 2001. In Folge 6.0 konnten wir mit der Radeon X800 gut 21.000 Punkte bewundern und das war eine passable Leistung. Allerdings war der Benchmark bereits im letzten Video nicht mehr so wahnsinnig aussagekräftig, weshalb die nachfolgenden Werte eher unter ferner liefen einzuordnen sind. Im direkten Vergleich schafft unsere GeForce 7800 GTX mit dem stärksten Pentium M knapp 26.803 D-Marks und das entspricht einem Zuwachs von ungefähr 25%.
Um das ein bisschen besser einordnen zu können, schauen wir uns auch heute wieder einen Vergleichswert an. Die werten Damen und Herren von Computerbase haben die Nvidia-Karte seinerzeit mit einem AMD Athlon 64 4000 Plus getestet und erreichten dabei einen Score von 25.100. Für alle, die es nicht wissen, der Athlon 64 4000 Plus war bis zum Erscheinen der ersten Dual-Cores mit einer der besten Gaming-Prozessoren seiner Zeit und wurde nur von AMDs Qualzucht in Form eines FX55 getoppt, der nochmal 5-10% schneller war. Intel hatte derweil mit der Netburst-Architektur im Desktop-Segment eigentlich nicht mehr viel zu melden. Dann werfen wir einen Blick auf den 3D Mark 03, der die Leistungsunterschiede schon realistischer einfängt. Unsere Basiskonfiguration erreichte 8.900 Punkte und das entsprach ziemlich genau der gehobenen Mittelklasse von Anfang 2005. Nach unserem Upgrade fällt der Unterschied mit 16.400 Zählern jetzt deutlich größer aus. Für eine Verdopplung reicht das noch nicht ganz, aber wir sind nah dran. Das Vergleichssystem von Computerbase liegt bei diesem Test nun gleich auf. Schauen wir noch auf den 3D Mark 05, der nun vollständig auf DirectX 9 setzt und damit noch näher an der Realität ist. Unser schnörkelloser Mittelklasseheld schaffte in der vorangegangenen Folge 4100 3D Marks und das war durchaus Tat und Schuld angemessen. Unsere Nvidia-Karte kann hingegen mit über 7500 Punkten aufwarten, genau das, was man von einer High-End-Karte dieser Zeit erwarten darf. Das Vergleichssystem fällt interessanterweise auf 7100 zurück. Doch wie schon beim letzten Upgrade-Snack gilt, die Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt. In anderen Grafikkartentests von Computerbase, in denen die 7800 GTX ebenfalls ihren Auftritt hatte, schwanken die Ergebnisse um ± 500 Punkte und das trotz identischer Konfiguration. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf SI Software Sandra 2004 und starten mit dem Arithmetik-Benchmark. Große Überraschungen bleiben an dieser Stelle aus, schließlich reden wir über ein Plus von gerade einmal 133 MHz. Beim Multimedia-Benchmark zeigt sich genau das gleiche Bild. Wir erreichen keine neuen Weltwunder, aber eine saubere Skalierung. Zu guter Letzt gucken wir auf die Speicherbandbreite und bis auf vernachlässigbare Abweichungen gibt es nichts zu sehen. Dann mache ich wieder alles zu und dann schauen wir uns noch ein paar Spiele an. Wir beginnen wieder mit 2 Vergleichstiteln, bei denen sich die Frameraten das letzte Mal an der Grenze der Spielbarkeit bewegten. Den Anfang macht Call of Duty. Wir schauen zuallererst in die Optionen. Wir gehen jetzt direkt auf 1280 x 1024 und alle Einstellungen sind wieder auf Anschlag. Und dann starten wir nochmal da, wo wir das letzte Mal auch schon waren. Comrades, the fascists have recaptured several apartments along the street. Our duty is to take back these buildings one by one and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go! Ja, das sieht schon mal ein gutes Stück besser aus als noch mit der Radeon X800, die bereits in der 1024er Auflösung ins Straucheln kam. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, dass Anti-Aliasing in der letzten Folge nicht aktiviert war. Unsere schnörkellose ATI-Karte bricht bei den aktuellen Settings jedenfalls hoffnungslos ein und schafft mit Mühe und Not gerade einmal 10 bis 15 Frames. Unsere Nvidia-Karte hingegen liefert mit ca. 30 FPS durchgehend spielbare Bildraten. Ja, nach heutigen Maßstäben ist das relativ wenig, doch damals gab es keine einzige Karte, die bei diesem Preset mehr geschafft hätte. Die 7800 GTX hat seinerzeit nicht nur mit ausnahmslos allen anderen Grafikkarten den Boden aufgewischt, sondern konnte in manchen Szenarien sogar mit einem SLI-Gespann aus 2 6800 Ultras mithalten. Das Ding war ein absolutes Brett. So, und jetzt versuchen wir mal den Panzer in die Luft zu jagen, ohne dass ich dabei draufgehe. Sehr schön. Das Spiel läuft einwandfrei und dann geht es wieder zurück auf den Desktop.
Weiter geht's mit dem zweiten Kandidaten, der im letzten Video eher einer Diaschau glich. Need for Speed Most Wanted. Wir werfen wieder einen Blick in die Grafikeinstellungen. Auch hier haben wir jetzt 1280 x 1024 und es sind alle Regler Vollgas aufgedreht. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier um die 40 bis 50 Frames und das kommt, trotz gestiegener Rechenlast, erneut einer Verdopplung gleich. Das ist schon gewaltig und zeigt, was unsere 7800 GTX für eine Power hat. Dagegen verkommen die paar Megahertz mehr von unserem Pentium M780 zur Deko. Zwar war unser Prozessor anno 2005 einer der schnellsten Spielgefährten und gleichzeitig ein Höhepunkt in der bisherigen Entwicklung, doch in gewisser Weise auch der Abgesang auf die Single-Core-Ära. Denn nur ein paar Wochen zuvor, Ende Mai, ließen AMD und Intel ihre ersten Dual-Cores für den Massenmarkt vom Stapel, auch wenn sich eine breite Verfügbarkeit bis in den August zog. Bei Intel handelt es sich bei Smithfield um einen funktionalen Zweikerner, bei dem zwei Prescott-Kerne nebeneinander auf einem Package saßen und über den Frontside-Bus miteinander kommunizierten. Also das doppelte NetBurst-Desaster auf einem Sockel. AMD lieferte hingegen mit dem Toledo und Manchester ein echtes Dual-Core-Design ab und ging dabei etwas effizienter zu Werke. Das war allerdings noch nicht der Gamechanger, denn die neuen Prozessoren waren anfangs unfassbar teuer, Spiele und Anwendungen noch nicht darauf ausgelegt und der Mehrwert bestenfalls messbar. Und so blieben die Doppelkerner erst einmal ein Nischenprodukt für Early Adapter und Enthusiasten. Der große Durchbruch kam erst ein Jahr später mit der Einführung von Intels Core 2 Prozessoren im Sommer 2006, die streng genommen eine Weiterentwicklung unseres Mobilprozessors sind. Das hatte ich im letzten Video schon kurz thematisiert, darum werde ich das jetzt hier nicht nochmal neu aufbacken. Doch bis dahin konnte sich unser Solo-Künstler in Spielen ziemlich gut behaupten und mischte auch danach noch ganz weit oben mit. Im Zweifel hat man die CPU auf 2,8 GHz übertaktet und damit nochmal den Turbo gezündet, bevor es dann langsam zu Ende ging. Denn gegen Jahresende avancierten Mercant-Prozessoren zum neuen Standard und machten den klassischen Einkernern den Gar aus. Wenn ich das hier sehe und ans letzte Mal denke, dann ist das gerade eine echte Wohltat für die Augen. Keine Frame-Drops, keine Ruckelorgie und das alles in einer gescheiten Auflösung bei maximalen Details. Das Spiel läuft flüssig durch und das macht nochmal deutlich, wie sehr unsere Hybrid-Plattform hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben ist und ich bin tatsächlich froh, dass wir das heute geändert haben. Ja, ich weiß, ich wollte damals nur einen Vergleich zu unserer Pentium 4 Kiste ziehen und das hat soweit auch alles gepasst, aber das hier finde ich dann doch um ein Vielfaches geiler. Und dann beenden wir das mal wieder. Weitere Vergleichstitel aus Folge 6 können wir uns an dieser Stelle sparen, da sich im Ergebnis nichts ändert. Im Grunde genommen läuft jetzt alles doppelt so schnell wie vorher. Wir schauen uns stattdessen noch ein, zwei Kandidaten an, die mit dem letzten Upgrade-Snack ins Rampenlicht gerückt sind. Den Anfang macht Far Cry. Traditionsgemäß schauen wir erst einmal in die Optionen. Die Auflösung ist wie gehabt und alle Einstellungen sind auf Maximum. Mit Ausnahme der Schattenqualität, aber dazu sage ich gleich noch was. Und dann beginnen wir zum Vergleichszweck nochmal von vorn.
Jetzt lädt das erst einmal wieder ewig und 3 Tage und das werde ich für euch selbstverständlich wieder vorspulen. Geschafft. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, nachdem der Titel wie ein Rückschritt wirkt und für unser System fast schon veraltet zu sein scheint. Im Rahmen der Upgrades habe ich mich bei der Spieleauswahl für eine Zeitspanne von plus minus 18 Monaten rund um die Releasezeit der jeweiligen Plattform entschieden, um die entsprechende Ära möglichst umfassend abzubilden und um sanfte Übergänge zwischen den einzelnen Systemen zu schaffen. Denn es ist ja nicht so, dass die Spiele seinerzeit exklusiv auf der damals verfügbaren Hardware gespielt und danach weggeschmissen wurden. Viele Titel wurden auch Jahre später noch gezockt. Nur falls sich jemand wundert, warum ich hier jetzt so eine alte Kamelle spiele. Doch wie man unschwer erkennen kann, gibt es auf diesem System ein kleines Problem. Die Texturen sind deutlich überstrahlt und die Lichtberechnungen stimmen vorne und hinten nicht. Allerdings ist das hier kein Einzelfall und damals hatten so einige Spieler mit diesem Lighting Glitch zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie lange ich damit zugebracht habe, das Spiel gescheit zum Laufen zu bringen. Ich habe sämtliche Einstellungen getestet, mehrere Treiber ausprobiert, verschiedenste Patches installiert und Workarounds versucht, leider vergeblich. Einzig allein mit den reduzierten Schattendetails kriege ich eine halbwegs erträgliche Darstellung hin. Andernfalls gesellen sich zur grellen Flutlichtoptik noch ein paar schwarze Texturflächen, die dermaßen hässlich sind, dass das Spiel völlig kaputt aussieht. Doch auch wenn Far Cry gerade zickt und kein optisches Highlight ist die Performance mit gut 70 Frames mehr als solide und für unser Setup absolut angemessen. Dann genießen wir noch mal kurz den Ausblick. Ja, umso länger man schaut, umso schlimmer wird's. Drum geht's wieder zurück auf den Desktop. Dann geht's jetzt weiter mit Half-Life 2. Der Titel lief schon im letzten Upgrade-Snack einwandfrei und dann schauen wir mal, wie groß der Unterschied nach 1,5 Jahren Hardware-Fortschritt ausfällt. Wir schauen, wie immer, ins Grafikmenü. Die Auflösung beträgt 1280 x 1024 und die Details sind wieder voll aufgeschraubt. Und ich werde mir mal das Gamma ein Stück heller drehen, weil mir das gerade ein bisschen zu dunkel ist. So, und dann starten wir wieder im 3. Kapitel. Verkloppen wir erst einmal wieder ein paar Metro-Cops. Na, das ging ja flott. Ja, das Ganze geht jetzt gefühlt etwas zackiger und man merkt vielleicht, dass ich inzwischen ein bisschen Zeit in diesem Spiel verbracht habe. Dabei ist mir aufgefallen, wie clever das Leveldesign eigentlich ist. Klar, im Grunde genommen ist das hier ein ziemlich linearer Aufbau mit nur einem echten Weg, aber durch die Lichtführung, Architektur und die vielen bewegten Elemente entsteht ein bisschen die Illusion von Offenheit, obwohl man ganz subtil durchgeführt wird. Und durch die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung wird dieser Effekt noch verstärkt. Ich kann mir den Weg freiräumen, Gegner mit Objekten bewerfen oder mit Dingen, die gerade in der Gegend rumliegen, kleine Rätsel lösen, ohne dass mir das Spiel vorher sagt, wie. Und das sorgt für eine gewisse spielerische Freiheit. In Sachen Performance läuft das hier jedenfalls einwandfrei, lässt sich aber leider nicht in konkrete Zahlen fassen. Zwischen 60 und 250 Frames ist alles dabei und damit geht's wieder zurück zu Windows.
Zum Abschluss schauen wir uns noch einen Titel an, den ich zwar jahrelang im Hinterkopf hatte, aber nie dazu gekommen bin, den zu spielen. Stalker Shadow of Chernobyl erschien im März 2007, war ein postapokalyptisches Vorzeigeprojekt, das seinesgleichen sucht und ist heute ein absolutes Kultspiel. Auf alle Fälle wird es unseren Haufen an die Grenze der Belastbarkeit treiben und der Hardware alles abverlangen. Dann nochmal ab in die Optionen. Wir haben beim Render die statische Beleuchtung ausgewählt, andernfalls wird das hier eine Zumutung. 1280er Auflösung und alle Details sind so hoch gedreht, wie es geht. Und dann legen wir einfach mal los. Also Gezeichneter, ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst... Den Typen müssen wir erstmal labern lassen und das lässt sich leider auch nicht überspringen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das Spiel für unser System fast schon wieder zu modern ist und ja, wir überschreiten sogar ein bisschen die Zeitspanne von 18 Monaten. Doch das, was vorhin bei Far Cry galt, gilt hier genauso, nur eben andersrum. Neue Spiele wurden schließlich nicht nur auf aktuellster Hardware gespielt, sondern meist auf dem, was daheim rumstand. Und wenn der PC schon 2-3 Jährchen auf dem Buckel hatte, was damals schon als alt galt, war man bei der Grafikqualität durchaus zu Kompromissen bereit. Solange es halbwegs rund lief, nicht absolut scheiße aussah und die Kiste nicht in Flammen aufging, war's okay. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen in der Gegend umeinander. Здорово, что тебя выходит, а? Leute, ich schicke jemanden zu euch, also macht euch bereit. Wir haben im Moment um die 50 FPS und optisch sieht das, trotz einfacher statischer Beleuchtung, recht gut aus. Zugegebenermaßen wirkt das mit dynamischen Lichteffekten noch eine Spur hübscher und atmosphärischer, doch dann brechen die Bildraten mindestens auf die Hälfte ein. Die X-Ray Engine arbeitet nämlich mit extrem GPU-lastigen Different Shading, weshalb die 7800 GTX dann auf dem Zahnfleisch kriechen würde. Unser Pentium M hat hingegen leichtes Spiel. Denn der Prozessor war seinerzeit nicht nur das schnellste Pferd im Stall, sondern der Titel wurde in einer Zeit entwickelt, in der Mehrkernoptimierung noch kein großes Thema war. Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Es läuft einwandfrei, Billard, und dann machen wir für heute Feierabend. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Upgrade-Snacks angekommen und das hat sich diesmal mehr als gelohnt. Mit überschaubarem Aufwand wurde aus einer einst unspektakulären Hybridplattform eine echte Killermaschine. Das wohl stärkste Single-Core, Single-GPU-Gespann, das Mitte 2005 möglich war und vermutlich auch das effizienteste. Hat mich jedenfalls sehr gefreut, hier nochmal Hand anzulegen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.